Willkommen zur Fahrschule Punkt. Mein Name ist Soran und wir kommen hier zum Video Nummer 5. Laut unserem Plan ist das die Fahrbahnmarkierung. Und ich zeige dir, welche Fahrbahnmarkierungen es gibt und was die bedeuten. Auf geht's! Schauen wir uns mal hier einen Ausschnitt einiger Fahrbahnmarkierungen an. Wir haben hier die Grenzmarkierung, das ist diese Zickzacklinie, Richtungspfeile im Fahrstreifen, damit wir uns rechtzeitig auf dem richtigen Fahrstreifen einordnen können, je nachdem wohin wir fahren wollen. Die Fahrstreifenbegrenzung dürfen wir nicht überfahren, aber die Leitlinie schon. Vor der Haltelinie müssen wir halten, wenn es rot ist, oder bei einem Stoppschild. Die Linie ist etwas breiter und durchgezogen. Die Fußgänger überqueren die Straße über die Fußgängerfurt. Und die Sichtlinie ist mit einer dicken Blockmarkierung gekennzeichnet. Sperrflächen darf man nicht überfahren. Der Radweg hier ist mit einem Schutzstreifen gekennzeichnet. Er darf nur bei Bedarf überfahren werden, wenn es unbedingt notwendig ist. Aber Vorsicht! Auf Radfahrer achten. Der Ankündigungspfeil zeigt hier das Ende des Fahrstreifens an. Er kann aber auch eine Fahrstreifenbegrenzung, also eine durchgezogene Linie, ankündigen. Somit sollte man nicht mehr überholen und begonnene Überholvorgänge müssen abgeschlossen werden. Neben dieser Fahrbahnbegrenzung haben wir einen Seitenstreifen. Der Fußgängerüberweg wird zusätzlich mit Verkehrszeichen angekündigt, damit man auch im Winter, wenn die Markierung zugeschneit ist, weiß, dass da ein Fußgängerüberweg ist. Außerdem sieht man die Verkehrszeichen von weitem und man kann schon frühzeitig darauf achten, ob ein Fußgänger kommt oder nicht. Bei der einseitigen Fahrbahnbegrenzung darf das Fahrzeug hier nicht drüber fahren. Das ist verboten. Nur die Fahrzeuge von der anderen Seite, wo die Linie gestrichelt ist, dürfen da drüber fahren, um zum Beispiel zu überholen. Rechts an der Seite, das sind Parkflächenmarkierungen. Eine Wartelinie ist eine dicke Blockmarkierung und kann beispielsweise hier angebracht werden, als Empfehlung da zu warten, zum Beispiel als Linksabbieger hier, um den Gegenverkehr durchzulassen. Sie kann auch da angebracht werden, wo Vorfahrtgewährenzeichen stehen. Die sogenannten Haifischzähne heben eine Wartepflicht hervor. Da musst du aufpassen, da hast du keine Vorfahrt. So, die Grenzmarkierung, die darf ja überfahren werden. Muss man hier auch machen, sonst würde man im Gegenverkehr rumfahren. Das geht ja nicht. Die Markierung verlängert nur ein Halt- oder ein Parkverbot. Es gibt ja auch ab und zu an Bushaltestellen. Diese dürfen natürlich auch überfahren werden. Da darf man ja auch sogar halten, aber nicht parken. Aber Sonderfahrstreifen für Busse dürfen wir nicht befahren. Die erkennst du an der durchgezogenen Linie und dem blauen Schild Sonderfahrstreifen für Busse. Wenn sich dahinter Parkplätze befinden, dann darf man den Streifen überqueren und schön absichern vorm Überqueren. Wenn der Busfahrstreifen endet, dann ebenfalls gut absichern, dass von hinten kein Bus, Taxi oder ein Radfahrer kommt. Dieser Sonderfahrstreifen für Radfahrer darf auch nicht überfahren werden. Wenn sich dahinter Parkplätze befinden, dann darf man da drüber fahren. Nicht vergessen abzusichern, dass da kein Radfahrer kommt. Das gilt auch am Ende eines Radwegs. Wir biegen links ab. Hier siehst du, dass wir richtig eingeordnet sind und halten bei Rot direkt vor der Haltelinie. Merkt man zu spät, dass man sich falsch eingeordnet hat, dann muss man einen Umweg in Kauf nehmen. In der Prüfung natürlich auch. Das ist nicht schlimm. Wir dürfen auf keinen Fall hier links über die Fahrstreifenbegrenzung fahren. Das ist verboten. An den Fußgängerüberweg fahren wir immer nur so langsam dran,
damit wir auch gut absichern können, ob alles frei ist. Je unübersichtlicher er ist, desto langsamer müssen wir da ranfahren. Die gelben Fahrbahnmarkierungen sind vorübergehend angebracht, zum Beispiel in Baustellen. Die stehen praktisch über den weißen Linien, man muss ihnen folgen. Die weißen Linien gelten da nicht. So, das war's mit den Fahrbahnmarkierungen. Damit wir die immer sehen und wahrnehmen, sollten wir während der Fahrt die Fahrbahn lesen, also darauf achten. Dies kannst du dir schon mal antrainieren, indem du als Fußgänger auf die Fahrbahnmarkierungen achtest. Somit gewöhnst du dir das schon mal an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Jetzt können wir abhaken, die Fahrbahnmarkierungen und die Sonderstreifen. Du weißt, worum es geht, was die bedeuten. Na dann, viel Erfolg bei deiner Ausbildung und wir sehen uns doch bestimmt beim nächsten Video. Nicht vergessen, abonnieren und Glocke betätigen. Ciao, mach's gut.